soulmates, Seelenverwandte. I felt a thrill in my heart. I looked at him as he mouthed their words after school. I smiled and nodded. Ich fühlte eine Erregung in meinem Herzen. Ich sah ihn an, als er die Worte formte mit den Lippen nach der Schule. Ich lächelte und nickte. There was something mysterious about Alfred that fascinated me. He was very good in all his studies and excellent in sports. Es war etwas Mysteriöses an Alfred, die mich fasziniert. Er war sehr gut in allen seinen Studien und ausgezeichnet im Sport. Yet, no one knew anything about him. His nickname was Alien. Doch niemand wusste etwas über ihn. Sein Spitzname war Alien. Some of the girls passed the word about that he had come from another planet. No one knew where he lived, or who his parents were, or even what he did after school. Einige der Mädchen übergeben das Wort über, dass er von einem anderen Planeten gekommen waren. Niemand wusste, wo er lebte, oder wer seine Eltern waren, oder sogar, was er nach der Schule tat. When asked, he always said something funny and changed the subject. Somehow I had become drawn to him and we had become the best of friends. Auf die Frage, sagte er immer etwas komisch und das Thema gewechselt. Irgendwie hatte ich zu ihm hingezogen werden und wir die besten Freunde geworden waren. This was a breakthrough middle dot for him as he was generally shy with girls. I had been pestering him for days about his background. Das war ein Durchbruch-Mittelpunkt für ihn, als er in der Regel scheu mit Mädchen war. Ich hatte ihn seit Tagen über seine Herkunft wurde bedrängt. As his best friend, I believed I had a right to know. Earlier that day, during recess, I had told him that our friendship was over unless he came clean about everything. Als sein bester Freund, ich glaubte, dass ich ein Recht hatte, zu kennen. Früher an diesem Tag, während der Pause hatte ich ihm gesagt, dass unsere Freundschaft vorbei war, wenn er nicht sauber kam über alles. I was vindicated. He was going to tell me all. When I met him after school, he jerked his head to indicate that I should follow him. He walked very fast and I hurried after him. Ich wurde bestätigt, er würde mir alles zu erzählen. Als ich ihn nach der Schule traf, riss er den Kopf, um anzuzeigen, dass ich ihm folgen sollte. Er ging sehr schnell, und ich eilte ihm nach. He was silent as we waited at the bus stop. I touched his arm to tell him that I was there. That made him start. Apparently his mind was far away. Er war still, als wir an der Bushaltestelle wartete. Ich berührte seinen Arm, um ihm zu sagen, dass ich dort war. Das machte ihn zu starten, offenbar seine Gedanken weit weg war. We took the bus to its terminus at Tampines and got off. I wondered why he lived so far from school and why he did not go to a school nearby. Wir nahmen den Bus an der Endstation in Tampines und stieg aus. Ich fragte mich, warum er so weit von der Schule gelebt und warum hat er nicht in der Nähe zu seiner Schule gehen. As he was so quiet, I decided not to interrupt his thoughts again and waited for him to tell me. Anyway, I walked with him as he walked through the blocks. Als er so ruhig war, entschied ich mich, nicht seine Gedanken wieder zu unterbrechen und wartete auf ihn, mir zu sagen. Wie dem auch sei, ging ich mit ihm, als er durch die Blöcke ging. I thought he was taking me to his apartment. Then he stopped in front of a temple. I was stunned. He led the way and I followed. I climbed the stairs till the top floor. Ich dachte, er mich in seine Wohnung nehmen. Dann blieb er vor einem Tempel. Ich war geschockt. Er führte den Weg, und ich folgte. Ich stieg die Treppe bis zum obersten Stockwerk. He pointed to a nun sitting in deep meditation. Suddenly I realized where I was. I was at an orphanage. Er deutete auf eine Nonne in tiefer Meditation sitzen. Plötzlich erkannte ich, wo ich war in einem Waisenhaus. I heard a sob and turned to see Alfred in tears. Just then the nun opened her eyes and got up to hug him. Ich hörte ein Schluchzen und wandte sich Alfred in Tränen zu sehen. Gerade dann öffnete sich die Nonne ihre Augen und stand auf, um ihn zu umarmen.
She looked over his shoulders at me and to the question in my eyes replied in a barely audible whisper, "Both his parents died in an air crash when he was 3. Sie sah über die Schultern auf mich und auf die Frage in meinen Augen in einem kaum hörbaren Flüstern antwortete, beide Eltern bei einem Flugzeugabsturz starb, als er 3 Jahre alt war. Alfred sobbed and sobbed and sobbed. I felt miserable and empty within. Later, when we were seated in the lounge drinking tea, I reached out and put my arms around him. Alfred schluchzte und schluchzte und schluchzte. Ich fühlte mich elend und leer im Inneren. Später, als wir in der Lounge trinkend Tee saßen, kam ich und meine Arme um ihn gelegt. He looked long and deep into my eyes. I realized that he felt about me the same way I felt about him. I felt a warmth crawling all over me. Er sah lange und tief in die Augen. Ich erkannte, dass er für mich empfand die gleiche Weise, die ich für ihn empfand. Ich spürte eine Wärme über mich kriechen. I had found what I was looking for. I reached forward and kissed him gently. "You are not an orphan anymore," I whispered. "I will be everything, father, mother, sister, brother and girlfriend, to you." Ich hatte gefunden, was ich suchte. Ich griff nach vorne und küsste ihn sanft. "Sie sind keine Waise mehr", flüsterte ich, "werde ich alles sein. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und Freundin." Sie. That was the end of our friendship and the beginning of a lifelong romance. Das war das Ende unserer Freundschaft und der Beginn einer lebenslangen Romanze. Bitte abonnieren und text uns Ihre wertvollen Kommentare und Anregungen. Please subscribe and text us your valuable comments and suggestions.